Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Game of Thrones, das Rollenspiel. Falls ihr immer noch irgendwie Geräusche von draußen hören solltet, liegt es immer noch daran, weil mein Fenster immer noch offen ist. So. Wir sind auf der Suche nach einer Goldrock-Verkleidung. Und da haben zumindest schon mal den goldenen Rock bei Shataya bekommen. Und ja. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir den Rest herbekommen. So, wir wissen ja, dass es diesen Händler da gibt, wo wir uns was besorgen können. So, es muss dann noch eine andere Möglichkeit geben. Oder kann man wirklich nur kaufen? Ich würde nämlich ungern kaufen. Das ist wahrscheinlich eine Rüstung ist, die ich gar nicht tragen möchte. Weil es bestimmt irgendwie eine mittlere Rüstung ist oder so. Ich denke mal, man muss kaufen. Den Rock haben wir ja so von Shataya bekommen, aber... Naja. Flemmen. What do you need? I need gloves and boots. But they have to be in the City Watch's colors. That's my only condition. I see. I do have something in stock that might be right for you, but I'll need to make a few adjustments. For 95 silver stags, I can make the lot for you. Isn't that rather a lot for such a simple alteration job? Oh, I can't stand hagglers. This is quality leather that I'm selling, not dirty old rabbit skins. And this is no ordinary task you're asking of me. We're talking about City Watch supplies. Come on, calm down. I could get into serious trouble for this, you understand? So you want to play the haggling game? Very well. My price just went up to 120 stags for your gloves and boots. Or feel free to look elsewhere. Damned thief. You won't be seeing me again anytime soon. Don't miss out. Nothing but the best of my store. Ja, Ich lade das mal eben schnell. Boah, aber 96 Silberhirsche. Boah, ist das happig. Also, das ist aber echt, nee. The town's merchants should be able to help us. There's also a chance we'll come across men from the City Watch patrolling. Ja, den Hinweis haben wir schon mal erhalten. Ich guck noch eben. Hat sie natürlich jetzt nicht gemerkt, was ich gelesen habe. Ich klicke das mal eben schnell durch. Damit ich das bei der nächsten Lesefolge weiß. So. Schon fertig. It can't be that hard to find opportunities to acquire what we'd need. Dann gehen wir mal zu dem einen Typen da. Schlagen auf seine 96 Silberhirsche ein. Oh, das ist so, ey. Also mit alles, da kommt man überhaupt nicht zu Geld. For 95 silver stags, I can make the lot for you. So, it's a deal. Here, this is for you. Wait just a moment. I'll have it ready for you right away. Here, it's done. Take good care of them. Ich hasse dich. The gloves and boots are good. Wie viel habe ich denn? Ein Goldstück und so 50. Ah, eigentlich wollte ich mir mal irgendwas Cooles davon kaufen. Jetzt muss ich mir den ganzen blöden... Bitte sag mir, dass das leicht ist. Ja, es ist zumindest leichte Rüstung. Das heißt, man kann sie zumindest... Also Alester kann sie zumindest gebrauchen. Also jetzt muss ich natürlich den Eingang für das Geschäft da richtig finden. So. Dann hier mit dem ist gar nichts. So. Wollte ich nicht auch mal im Thronsaal einfach gucken?
Na, jetzt kaufe ich sie. Ich mal wirklich den richtigen Eingang hier finde. Was haben wir denn hier? Hallo? Ach, der verkauft nur Waffen. Nee, du interessierst mich nicht. Du interessierst mich nicht. Hier mal eben rein. Du interessierst mich aber eigentlich auch nicht. Rüstung eines alten Targaryen-Königs. Ja, genau. Kettenhemd der Lannister. Lordstahl, Kettenhemd, Söldner, Kettenhemd. Nee. Hä, worauf zeigt denn der Dingens? Ach hier, Konstanz. Ich habe ich voll übersehen. Good day to you. I'd like to inquire about having some armor forged. Very well, my lord. What sort of armor will you be needing? A City Watch breastplate and helm. That's not usually my job, my lord. The gold cloaks have their own armor smith. Yes, I know. It's just that I lost mine, and the commander is bound to punish me if I go back without them. To be honest, I'd prefer it if this job stayed between the two of us. Certainly. I can arrange that for you. But a special order such as this will come at a much higher price. It's going to cost you a golden dragon. But for this price, your breastplate will be the envy of all. It will be gilded with a finish worthy of the greatest of men. Very well. It's Na a deal. gut. Here you are. Golddrach für eine Rüstung, die ich nicht Your brauche. order right away. It'll be ready before you know it. Here's your equipment, my lord. Good day to you. The breastplate and the helm have been taken care of. Ja, jetzt haben wir alles. Wuhu. Kettenhemd der Goldröcke. Das ist... Ja, es ist Mittel. Na. Der Helm ist sogar schwer. Naja. Und Umhang der Goldröcke. Jetzt sehen wir absolut bedeppert aus, aber das tut man nicht alles dafür, dass man in diesen Turm reinkommt. This point forth, you're on your own. Be very careful once you're inside. Pry as much information from the guards inside as you can. While you're infiltrating this place, I'm going to inform Lord Halton of our progress. I will be back shortly. Then I'll return here to await your arrival. Good luck, Sir Alester. Ja, der mit so einer komischen Stimme. Das ist er weg. Kann ich gar nicht richtig nachmachen. Können wir jetzt einfach so da rein? Ja, auf einmal haben wir auch den Schlüssel. Betäubt euren Gegner, um sicher zu gehen, dass euren nächsten Angriff nicht herkommen kann. Ja. Wäre sinnvoll. Ah, richtig hinsetzen. Neue Hoffnung. Sprecht mit den Wachen, um Informationen zu sammeln und unauffällig in den Kerker zu gelangen. Unauffällig? Sind wir mal ganz unauffällig und zünden unsere Hände an. Kettenhandschuhe, Krieger. Klau mir alles, was ihr habt. Braucht Gold. So viel für diese blöde Rüstung ausgegeben. Justin. With all the lashes this bastard is taking, he won't live to see another day. What's the matter? You were speaking of wages just now. I want in. We're wagering on how long that bastard lockdown there is going to last. There's quite a number of us in, so we've gathered a tidy little sum so far. I see. If you want in, ask Captain Karen. He's by the dungeon entrance. I wagered 8 coins that the louse in the dungeon. Gut. Ey, das sieht so bescheuert aus. So sahen die Goldröcke in der Serie doch auch gar nicht aus. Oder habe ich jetzt hier einen totalen Dingens, ne? Bin ich jetzt total verwirrt. Rufus, Dura, macht das Sinn, mit so vielen zu sprechen? Ich versuche es mal. It's a bit of fun. The prisoner couldn't care less, you know. He's going to die anyway. We may as well try and make a bit of money from his death.
What do you want? Are you talking of the man who committed those murders in the sewers? Yes, we've got him in the dungeon. Somehow, Commander Janos arrested him shortly after the crime was committed. He's in one of the deepest dungeons. His 2 accomplices were in there with him, but they're dead now. He's the only one left. We gave them a good flogging. You should have heard them scream. But their boss, he's a tough one. Isn't it a little cruel? No, he's a murderer. Ben Harts Stimme ist ja super, aber seine Rüstung ist geil. Sieht ja irgendwie geil drin aus. Will ich auch haben. Will auch so geil aussehen. Rufus. Rufus. If Harold wants to find out who this corpse was, why doesn't he look into it himself? Not so loud. If he hears us, we're headed straight for the hole, or worse. Excuse me. Yeah? You were speaking of an unidentified corpse, were you not? Do you know if it's possible to see it? The body of the nobleman? You think you'll be able to find out who it is? I've just spent over 6 hours trying, friend. There are more noble houses in King's Landing than lice in a brothel, so good luck with that. Anyway, the body is downstairs. If you want to see it, you'll have to ask Charon. He's the one who guards the entrance to the basement. I see. I have to know if it's my brother they speak of. I need to find a way to get down there. Wie er gesprochen hat. Super. Trotzdem ist die englische Sprachausgabe deutlich angenehmer. Raymond, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Was haben wir denn noch hier? Ist hier irgendwer? Andrew? Oh, Clown. Das ist eine billige Scheißwaffe, die brauche ich auch gar nicht. Alester. Hoffentlich nicht Lannister. Yes, but the commander seemed pretty desperate for us to burn the dark-haired boy's body as quickly as we could. It's a bit fishy if you ask me, and I have a feeling it has something to do with gold. Yes? Can we help you? Is that body down there one of the victims of the sewer murders? Yes. And since he's a nobleman, we're keeping him where it's cool while we wait to be told what to do with him. It shouldn't take long to find out who he was, as we already know the identity of the other victim. It's kind of strange, actually. The other one was just a peasant's son. A dark-haired boy known as Cedric. But no one knows anything about the nobleman. Why was he hiding in the sewers with a poor merchant boy anyway? Forget about it, Morton. At the end of the day, they're both dead. I need to know if it's my brother. I have to find a way to get down there. Okay, ich glaube, wir müssen nicht mehr mit den Wachen sprechen. Weil wir haben immer die Möglichkeit, nach dem Hauptmann zu fragen, weil sie nicht machen will, weil es irgendwie sehr verdächtig ist, wenn man bei der Stadtwache ist, aber nicht weiß, wer da das Sagen hat. Charon, mit dir sollten wir doch reden. Hey, you. Don't I know you? Maybe. My friends tell me I have a pretty common face. Yeah. Well, what do you want? Vor allem mit dem Helm auf sieht da auch unser Gesicht hier. Ja, ich nehme die Wette als Ausrede. That's great. The more the merrier. I want to see what I'm putting my money on first, though. Go ahead. If he's dead, let me know immediately. Finde Garwins Leiche. Ist das jetzt ein totaler Spoiler? Sehr irgendwie hart. Naja, aber man kann es sich sehr denken. Oh, hallo Was hast du denn? Also gegen den will ich nicht kämpfen. Oh, immer so Scheißwaffen. Die sind doch gar nichts wert. Ich brauch Geld. Ich brauch Knete. Ja. Das wird unser Bruder sein. It carries the crest of Sarwick. All that effort. And for what? Garwin! No! I can't believe it. Perhaps it's someone else. A servant. Anybody. Wait. What's this? A letter. Mein lieber Garwin, ihr habt gesagt, die Sonne würde in ihren Lauf verlangsamen, wenn ich nicht an eurer Seite bin. In diesem Umschlag findet ihr eine Locke von mir. Vielleicht schützt sie euch gegen Ungemach und ihr werdet früher zu mir zurückkehren. Bis dahin habt ihr etwas, das euch in eurer einsamen Nächte an mich erinnert. Eure Verlenner.
Ja, Gawain ist tot. By the flame! And the girl's lock of hair is still attached to the letter. It really is him. Forgive me, little brother. I should have returned sooner. What on earth were you doing in that cellar, Gawain? Why did someone want you dead? His murderer. He's here somewhere. And he will give me answers. So, how's it going? Did you find out who it was? I'd rather get rid of the body before it starts to rot. Ja, was haben die denn hier alle für Stimmen? Das gibt's doch gar nicht. Ja, eigentlich, ne, sollen sie sich freuen, wenn sie wissen, dass es Gawain Sarwick ist, oder? Dann werden wir ja nicht mehr so belästigt, ne? Das Suchen nach unserem Bruder. Ja, ich glaube, das hat eher Vorteile. Ich bin dumm, ich weiß, aber ich sag's ihm. He belonged to House Sarwick. By the father's beard. The others spent hours trying to figure it out. Tell the commander. He's going to be mighty pleased with you, my friend. Even his assassin didn't know who he was. He's locked up in here, isn't he? Yeah, in a cell close by. But I am in charge of the keys, and I open the doors for no one. I need to see him. No way. There's too much money at stake for me to let anyone see him. If you kill him, I'll lose all my money. And that would really get my knickers in a twist. Ja, ich könnte ihn jetzt hier umbringen. Ach. Bin ich so skrupellos und bringe den jetzt um? Weil ich habe keine Lust, Geld auszugeben. Aber eigentlich will ich den jetzt nicht töten. Der hat mir eigentlich nichts getan. Deswegen, ich kann ihn bestechen. About 125 stags, as far as I know. Why? Too bad. It isn't just your money that you're going to lose today. Say your prayers, roughneck. You're dead! Bowen! Help! Habe ich nicht noch gesagt, ich will gegen den auf keinen Fall kämpfen müssen? Achillesferse. Ich habe den Dolch in der Hand. Dann sollte ich erstmal den hier töten mit dem Dolch. So, ja, weil gegen den mache ich mehr Schaden. Wild wie ein Wolf. Ja, komm. Mach ihn fertig. So. Das war's. Dann wechsel mal die Waffe. Und regeneriere deine Energie. Dann kannst du mal regenerative Hitze einschalten, nur zur Sicherheit. Nee, Flammenwaffe will ich jetzt eigentlich nicht machen. Also irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Wild wie ein Wolf. Das bringt mir einfach am meisten, die Attacke. Und die benötigt auch nicht so viel Energie. So, jetzt ist es einfach nur noch ein wildes Draufgekloppe. Im Hintergrund donnert es bei mir. Jetzt haben wir 2 Leute getötet. Na super. Schlüssel zu Orys Zelle und Kriegersense. Der hat nichts dabei. So. Ach, das ist schon die Zelle. Dafür wir schon den Schlüssel benutzen können. So, wir sind hier in einem Knast, da werde ich höchstwahrscheinlich nichts finden. Oh, und es donnert. Aber es ist schön, da kühlt sich's ab. Did you get a good eyeful, you son of a whore? I ask the questions here. You're Oris, aren't you? Bugger off. Listen to me, fool. I'm not a gold cloak, but I can kill you right now if you so wish. On the other hand, should you answer my questions, I'll make it worth your while. You're not from the City Watch? If you're telling the truth, I have nothing to lose. Ask your questions. It was you who committed those murders in the sewers, wasn't it? Yeah, it was me. With my boys. I'm not in here for nothing. Who? Who hired you? That bastard. Janos Slint.
It was the commander of the City Watch himself who told me to slit the throats of the two men hiding in that damn cellar. We'd known each other for some time. He came to me in the tavern I frequent. He said he had a job for me. Said it'd pay 300 silver stags. Enough to feed us all for more than a year. I asked for part of the money up front, as I always do. He told me to meet him at his office, and everything went well. But when two of my men and I came to collect the other half of the money after I had completed the job, he had us thrown into this hole. He tricked me. Ja, Janos Lind, ne? Ist ja auch dafür bekannt. Für Kenner der Serie oder der Bücher. Wie gesagt, lest die Bücher oder schaut die Serie, wenn ihr das hier nicht kennt. Es lohnt sich. Und das Spiel macht, glaub, mehr Spaß dann. Aber wie haben sie sich dann kennengelernt? Did you serve as a gold cloak? No, not at all. But I've done this kind of favor for the commander in the past. There'd never been any problem until now, so I didn't have any reason to doubt him. As I told you, I was in his office upstairs when he made his offer. He paid me the advance without any trouble. When he left to get the money, I took a quick look around his office. There was a letter. I can't read, but I recognized the seal I saw at the bottom of that letter. It was Valar's, the Queen's lapdog. Valar? Are you sure? I know what I'm talking about. He and his Bloodseekers have been getting in our way since they came to King's Landing. We're needed less and less because of them. I realized too late that it was them I was working for. I should have turned down this offer. The Bloodseekers. Those damned thugs. If Valar really is behind all this, that letter may just help me bring him down. I have to get into this office. Get me out of here! I told you everything you need to know. Your turn to help me. These scoundrels of the City Watch betrayed me. And now they're wagering on when I'm going to die. I'm the leader of the Reapers. If you save my life, you won't regret it. Da gibt ja so ein Spruch, der so vielleicht so irgendwie tötet nicht die Werkzeuge oder sowas in der Art. Kann mich aber nicht, krieg den jetzt nicht auf die Kette, aber jetzt so aus rein rollenspieltechnischer Sicht, ich glaube, Alester will Blut sehen, also Rache für seinen Bruder haben. Und er hätte ihn ja ganz normal gesagt, ja, habe ich gemacht, kein Problem, deswegen tschüss. I pray to R'hllor that you'll suffer eternal damnation. Neuer Charakterzug, blinde Gerechtigkeit. Hä? Ach, da. Ihr habt Oris, dem Anführer des Schlitzer, der im Turm der Stadtwache von Königsmund gefangen gehalten wurde, getötet. Kritischer Schaden plus 1%. Interessant. Oh, da waren 6 Silberhirsche versteckt. So, Leute, ich habe eure Wette manipuliert. Ich hoffe, ihr seid mir dazu nicht allzu böse. Jetzt muss ich irgendwie die gesamte Stadtwache töten oder so. Wäre ja irgendwie übertrieben. So. Nach oben mit uns. Ja, jetzt hupt da draußen noch irgendwer hier. Super. Hey, Karen, der Typ ist tot. Interessiert ihr aber wahrscheinlich. So. Wie komme ich jetzt nach oben? Stimmt, hier rüber. Du, Ryman. You. What are you doing here? I've been ordered to collect some important documents for the small council of the Red Keep. Oh? Upon whose orders? Commander Janos Slint in person. The commander? Why would he ask you to do that? I was traveling by his side to the Red Keep. Once there, he said he'd forgotten some documents and that I had to quickly return them to him or there'd be trouble. Yeah.
When the commander gives an order, you better do as he says. I'd rather not have any trouble. Go ahead. But move your ass. Du bist so blöd, wie du aussiehst. So, aber diesen Brief holen wir erst in der nächsten Folge, denn diese Folge ist vorbei und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder als Let's Play Game of Thrones, das Rollenspiel. Und bis dahin, macht's gut.